Ich werde ab und zu gefragt, ob ich gegen Bezahlung Unterstützung bei einem systematischen Literaturreview bieten kann. Kann ich leider nicht oder nur ganz selten. Aber auf dieser Website hier kann man sich für ein paar Rupien oder Dollar eine ganze Arbeit kaufen. Spaß beiseite. Also, wo findet man nun Hilfe? Es gibt Anleitungen in Form von Büchern, auf Websites oder Videos. Ich würde vielleicht nicht ein ganzes Buch lesen, aber auf jeden Fall ist es sinnvoll, sich dort einen Überblick zu verschaffen, worum es geht und was die einzelnen Arbeitsschritte sind. Und wenn man dann in der Arbeit steckt, kann man einzelne Kapitel wieder hervornehmen und genauer lesen. Empfehlen kann ich diese beiden Bücher hier, wobei der Student's Guide 300 Seiten lang ist und man nicht alle Kapitel davon braucht. Eine gute Anleitung findet ihr auf der Website vom RefHunter. Hier gibt es eine Einführung und dann zu den einzelnen Schritten jeweils Basiswissen, fortgeschrittenes Wissen, ein Beispiel und weitere Informationen. Auf RefHunter findet man auch pro Datenbank die wichtigsten Funktionen wie Operatoren oder Platzhalter und so weiter. Ich habe auch schon Online-Diskussionsforen gesehen. Da scheint mir das Problem, dass man nicht genau weiß, wie gut die Antworten sind, die man bekommt. Das heißt, man kennt die Qualifikation der antwortenden Personen nicht. Es gibt ausgeschriebene Kurse. Und wenn man eine Gruppe von Interessierten ist, organisiert man sich gleich selber eine Referentin. Ich habe ein wenig gesucht und 2 Selbstlernkurse auf Englisch gefunden. Einen bei Cochrane und einen auf Coursera, der mit 4,8 Sternen auch gut bewertet ist und vermutlich günstiger als der von Cochrane. Manche Unis bieten auch selber Kurse an, zum Beispiel hier in Genf oder an der Charité. Was, wenn ich Fragen habe, die mir ein Buch nicht beantwortet? In vielen Medizinbibliotheken gibt es Beratungen oder Hilfe, vor allem bei der Literatursuche. Wir haben in der Schweiz und die Kolleginnen in Deutschland dazu vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht und uns einen Überblick über das Angebot verschafft. Leider gibt es das noch nicht überall und wenn, dann vor allem im Gesundheitsbereich. Häufig, aber auch nicht überall, gelten die Unterstützungsangebote nur für die Angehörigen der eigenen Universität. Wenn ihr also eine Forschungsgruppe einer anderen Uni oder Firma seid, die noch etwas Geld bezahlen kann, könnt ihr euch die Unterstützung auch irgendwo einkaufen. Mit irgendwo meine ich natürlich seriöse Angebote. Wann ist es der richtige Zeitpunkt, sich an die Bibliothek zu wenden? Wenn ihr eure Forschungsfrage schon habt, euch auch selber schon einen Überblick verschafft habt, das heißt eine präliminäre Suche durchgeführt habt oder konkrete Fragen zum weiteren Vorgehen da sind. Da profitiert man mehr, als wenn man noch gar keine Vorstellung hat. Wenn man hingegen schon halb in der Datenextraktion steckt, ist es eher zu spät. Außer man ist bereit, die Suche noch einmal zu überarbeiten. Schließlich holt euch Unterstützung bei derjenigen Person, die eure Masterarbeit oder Dissertation betreut. Oder gibt es eine ganze Forschungsgruppe, zu der ihr gehört? Umso besser. Fragt herum, wer schon Erfahrung hat. Bei einer Masterarbeit klärt gut ab, was verlangt wird. Soll es eine publizierbare Arbeit werden, dann braucht ihr sicher mehr Zeit und ein Team, das bei der Auswahl der Studien und der Datenextraktion hilft. Wenn die Arbeit nicht publiziert werden soll, könnt ihr eure Suche auch präziser machen, sodass ihr weniger zum Screenen habt und dafür vielleicht nicht ganz alles findet. Das Ziel der Arbeit ist dann mehr, dass ihr die Methodik lernt. Soweit meine Ideen. Ich habe dann noch, weil man das jetzt so macht, die KI von Bing gefragt, welche Unterstützung medizinische Bibliotheken bei systematischen Literaturreviews bieten. Die Antwort war gar nicht so schlecht. Das heißt mehrheitlich korrekt, aber nicht besonders spezifisch. Bing antwortete: Medizinische Bibliotheken bieten wertvolle Unterstützung bei der Durchführung von systematischen Literaturreviews. Hier sind einige Möglichkeiten, wie sie helfen können. Erstens Beratung, zweitens Literaturrecherche, drittens Qualitätskontrolle. Das sehe ich jetzt eher nicht so, da sich die Bibliothekarin ja nicht unbedingt mit eurer Forschungsfrage und eurem Thema auskennt und die Studien bewerten kann. Viertens schlägt Bing dann noch vor, dass wir auf Richtlinien wie die PRISMA-Richtlinien verweisen. Und fünftens zur Vorregistrierung von Protokollen ermutigen. Und sechstens Workshops und Schulungen anbieten. Irgendwie ging bei Bing dann aber vergessen, dass Bibliotheken ja auch Lehrbücher anbieten. Man muss die von KI generierten Inhalte eben noch selber nachbearbeiten. Wenn ihr KI zum Beispiel zum Schreiben eurer Artikel verwendet, immer schön daran denken, die generierten Texte zu lesen, bevor ihr sie kopiert und einfügt. Sonst geht es euch so wie diesen Autoren hier. Und nun wünsche ich mit meinen Tipps und denjenigen von Bing viel Erfolg beim systematischen Review.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.